Gottes Pläne sind Liebespläne. So haben wir es vielleicht auch schon gehört. Aber ob wir das wirklich immer glauben können, Gott ist Liebe. Ja, so steht es im Johannesevangelium. Aber es ist was ganz anderes, das einfach zu wissen oder damit auch zu leben. Entscheidend ist nämlich was ganz anderes. Entscheidend ist das, was sich in meinem Herzen, in meinem Gemüt tatsächlich abspielt, wenn es ernst wird. Kann ich, wenn mein Chef zum Beispiel schlecht gelaunt ist und das auch ungerechterweise an mir auslässt, wenn er mich vielleicht heruntermacht, kann ich dann noch fragen, lieber Gott, was willst du mir damit sagen? Und was willst du, dass ich tue? Kann ich dann immer noch mit Überzeugung, wie Pater Kentenich sagen, Gottes Pläne sind Liebespläne. Das ist eine der großen Herausforderungen unseres Lebens, den süßen Honig auch dort noch zu finden, wo alles nur nach saurem Essig schmeckt, wo man meint, dass einfach nichts zu holen ist und wo man keine Nektarquellen vermutet. Aber vielleicht täuschen wir uns da oft und verpassen auf diese Weise, uns eine ganz besondere Honiglieferung vom lieben Gott zu erschließen. Die Liebe Gottes ist es oft so unbegreiflich, so anders, als wir das menschlich uns vorstellen, so anders, als wir das machen würden. Und doch gibt es da offensichtlich eine Dimension, die viel tiefgreifender ist und uns auf einen Weg mitnimmt, der uns ganz neue Perspektiven eröffnet. Wir denken oft, dass die Schwierigkeiten im Leben uns daran hindern, wirklich glücklich zu sein. Aber vielleicht sind es gar nicht so sehr die Umstände, die es uns schwer machen, sondern auch und vielmehr die Perspektive darauf. Weil die Dinge sind nicht nur so, wie sie sind auch so, wie sie angenommen werden. Es geht darum, uns mit den Widrigkeiten und Schwierigkeiten des Lebens vertraut zu machen, weil darin eine ganz eigene Honigsüßigkeit verborgen ist. Nicht eine, die so einfach zu haben ist, sondern eine, die nur mit Mühe entdeckt werden kann. Und es braucht den Fleiß der Bienen, diesen speziellen Honig zu finden. Wie lerne ich also einen guten Umgang mit den persönlichen Schwierigkeiten? Wann immer mein Chef mir zum Beispiel ungerechte Vorwürfe macht, wenn eine Situation kommt, in der ich vieles nicht verstehe und die mich Schmerzen verursacht, wie kann ich dann Honig sammeln? Da gibt es Wege. Erstens, wenn ich den Gedankenkarussell stoppe. Zweitens, wenn ich die Herausforderung annehme. Drittens, wenn ich Gott erlaube, mir etwas zuzumuten. Und viertens, wenn ich mich frage, wozu gibt mir das jetzt Gelegenheit? Wenn ich das Gedankenkarussell stoppe, also wenn ich sozusagen ein Stoppschild hochhalte, also einfach so ein Schild Stopp. Oft ist es ja so ein Gedankenkarussell, was sich in Dauerschleife in einem abspielt. Also man wiederholt immer die gleichen Fragen, ohne wirklich zum Abschluss zu kommen oder eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, da heißt es einfach unterbrechen und stoppen. Das kann man übrigens auch besonders gut abends im Bett machen. Wirklich aufzuhören, sich sorgenvolle Gedanken zu machen, damit man gut einschläft. Das hilft total. Die Gedanken und Gefühle ganz bewusst wahrnehmen, aber gleichzeitig unterbrechen. Stopp. Und dann, wenn ich die Herausforderung annehme, das hört sich so ganz harmlos an, federleicht. Aber in Wirklichkeit ist das wohl der schwerste Schritt, diese Herausforderung zulassen und annehmen. Nicht daran zerren oder sich endlos dagegen wehren. Missgeschick bleibt Missgeschick und passiert ist passiert. Und je schneller wir das schaffen, das zu akzeptieren, auch wenn wir es nicht verstehen, desto mehr Energie steht uns zur Verfügung, damit gut umzugehen.
die Dinge sind so, wie wir sie annehmen. Und das macht uns seelisch ruhig und auch gelassen. Wenn ich Gott erlaube, mir das zuzumuten, es darf so sein. Es darf schiefgegangen sein, es darf verpasst sein, es darf auch schwer sein. Das Leben beginnt, hat Sartre mal gesagt, auf der anderen Seite der Verzweiflung. Ich kann anfangen, genau hier Gott zu entdecken, mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, was ich jetzt nicht verstehe. Jetzt habe ich die Gelegenheit, ihm näher zu kommen. Er lockt mich sozusagen mit diesem Ereignis an, wie die Bienen angelockt werden von besonderen Nektarquellen. Und ich lasse das zu und öffne mich dafür. Und dann kann ich mich fragen, wozu gibt mir das jetzt Gelegenheit? Eine Mitschwester hat erzählt zum Beispiel, dass sie in ihrem Zimmer einmal einen Wasserschaden hatte und sie musste dann notgedrungen umziehen. Und natürlich hat sie dann den lieben Gott gefragt, was hast du jetzt damit vor? Und ja, sie hat dann festgestellt am Ende, dass eine ganz neue und bessere Wohnmöglichkeit daraus sich aufgetan hat. Aber eben nicht einfach so, sondern durch diesen Wasserschaden hindurch. Da war zuerst eine Vertrauensprobe und dann war es sehr schön. Und es gibt viele solche Geschichten. Eine, die mir irgendwie mich gerührt hat, war eine Geschichte aus dem Ahrtal. Ich habe mal eine Doku gesehen. Eine Frau erzählt, wie sie in der Flutkatastrophe ihr Haus und alles, was sie hatte, verloren hat. Aber genau dadurch hat sie einen freiwilligen Fluthelfer kennengelernt und heute ist dieser ihr Mann. Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass gerade in den scheinbaren Katastrophen auch Glück zu finden ist? Ja, die Herausforderungen unseres Lebens sind wie ein Sprungbrett in die Arme Gottes. Also, sie geben uns Gelegenheit, in allen Situationen unseres Lebens den Sprung zu wagen in die jenseitige, in die übernatürliche Welt. So sagt es Pater Kentenich. Und wir sagen, sie sind der Honig, den vielleicht nur wenige finden, der aber sein ganz besonderes Aroma hat. Und das behalten wir nicht für uns, diesen Geheimtipp, den geben wir weiter. So kann Gott in uns wirken und eine gesunde göttliche Atmosphäre sich aber auch um uns herum ausbreiten. Gerade auch durch Schwierigkeiten.